Bangkok, Hauptstadt von Thailand und Start unserer Reise. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Wir sind hierher gekommen nach 2 relativ langen Flügen, wenig Schlaf und ehrlich gesagt sehr wenig Erwartungen. Gerade für den Anfang einer Asienreise könnte Bangkok etwas zu trubelig, etwas zu laut, etwas zu viel Menschen, etwas zu dreckig, einfach überladen an Eindrücken sein. Und deswegen sind wir einfach mal losgelaufen, haben uns die Stadt ein bisschen auf uns wirken lassen und haben gar nicht wirklich Pläne geschmiedet, was wir genau machen wollen. In einem Blog haben wir gelesen, dass eines der Must-Dos in Bangkok ist, sich auf dem Chao Phraya auf einem Taxiboot einfach mal treiben zu lassen. Trotz unseres Schlafmangels gab es aber keinen Grund einzuschlafen. Es gibt übrigens ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Fluss zu befahren. Gefühlt kommen auf 10 Boote irgendwie 9 Touri-Boote und auf das eigentliche Taxiboot, das sehr, sehr günstig ist, muss man ewig warten. Zumindest wir. Wie es sich gehört, fahren wir erstmal in die komplett falsche Richtung, kommen am anderen Ende der Stadt an, schauen uns an und denken, ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Und nehmen gleich wieder das Boot in die andere Richtung und gehen in den ersten Tempel. Schon beeindruckend, die ganzen bunten Statuen. Mit Gold wurde auch nicht gespart, aber genauso beeindruckend, wie viele Touris hier um das schönste Foto buhlen. Und wir mittendrin. Natürlich haben wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten auf Google Maps markiert, die wir auf jeden Fall anschauen wollen, aber wir haben noch anderes vor in Bangkok. Nein, nicht nur das leckere Essen. Für uns ist Bangkok irgendwie die Stadt der Schneider geworden. An jeder Ecke sieht man irgendwo ein Tailor-Schild und wird angesprochen, ob man nicht einen Anzug möchte. Ja, tatsächlich, ich möchte einen. Und wir nehmen noch allerlei andere Dienstleistungen in Anspruch, bevor es losgeht in dieses riesige Land. Wir haben deswegen unsere Unterkunft bewusst im Touristenviertel gebucht, ganz nahe der Khao San Road. Hier findet man alles, was das Touri-Herz begehrt und ist relativ sicher und man bekommt nicht sofort den krassen Kulturschock Thailands. Aber irgendwie sind wir auch schnell gelangweilt von dem ganzen Touristenviertel. Von den ganzen Backpackern immer die gleichen Gespräche und dass uns an jeder Ecke irgendjemand irgendetwas andrehen möchte, was wir wahrscheinlich eh nie brauchen. Und so laufen wir am zweiten Tag einfach mal los und biegen irgendwann mal in eine Ecke ab, wo sich ein ganz normaler heimischer Markt befindet. So viele Eindrücke, verschiedene Gerüche und Leckereien. Zugegebenermaßen sind wir nicht ganz ohne Plan losgelaufen. Wir wollen zum liegenden Buddha, einer der größten Buddha-Statuen Thailands. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass wir in den Tempel auf der falschen Seite reingegangen sind und uns noch gewundert haben, dass gar nichts los war. Aber je näher wir zum liegenden Buddha gekommen sind, desto mehr war los. Aber irgendwie haben wir das Ganze richtig genossen, Fotos gemacht und die Atmosphäre aufgesogen. Das Ganze jedoch immer mal wieder mit einem Blick auf die Uhrzeit. Denn wir mussten nochmal zurück zur Unterkunft unsere großen Backpacks abholen. Schließlich sollte es heute endlich raus aus der Stadt gehen. Raus in die Natur. Schöne Stunde warten für 2 Minuten Bootsfahrt. Yay! Gott sei Dank sind wir früh genug los, sonst würden wir den Zug verpassen. Schon allein den Nerven wegen hätten wir wohl die teure Variante mit dem Tuk-Tuk nehmen sollen. Jetzt heißt es noch 1 Kilometer zu Fuß. Mein Puls geht. Kleine Mission, noch ein bisschen was zum Mittagessen besorgen. Gestaltet sich relativ schwierig. Keine Ahnung, was wir wollen.
fündig geworden. Reis und Chicken. Geht immer. Eigentlich war unser Plan, direkt von Bangkok in den Norden nach Chiang Mai zu fahren. Aber wir haben im Flieger den Tipp bekommen, das nicht zu tun und vorher einen kleinen Abstecher nach Kanchanaburi zu machen. Googelt es ist zu verlockend, das auszulassen. In gerade mal 2,5 Stunden befinden wir uns in einer komplett anderen Landschaft. Da die Fahrt nicht allzu spektakulär ist, nutzen wir die Zeit, uns nochmal richtig in das Urlaubsland einzulesen. Wir beide finden sogar noch Zeit für einen kurzen Powernap, denn die folgenden Tage sollen es in sich haben. Die Stadt Kanchanaburi besteht für uns auf den ersten Blick irgendwie nur aus einer Straße mit relativ vielen kleinen Läden, aber es ist irgendwie seltsam wenig los. Und so gehen wir echt mega früh ins Bett, denn am morgigen Tag haben wir 60 Kilometer Rollerfahrt vor uns. Und das nur auf dem Hinweg. Unser Ziel und damit das erste große Highlight sollen die Erawan Wasserfälle sein, im gleichnamigen Nationalpark. Und was soll ich sagen? Ey, wunderschön und wirklich die schönsten Wasserfälle, die wir je gesehen haben. Aber auf der Rückfahrt passiert genau das, was keinem Reisenden und dann auch nicht in den ersten Tagen passieren sollte. Gerade eben haben wir noch in dem schäbigsten Burger gesessen, was es gibt bei den Wasserfällen, weil es auf einmal stark angefangen hatte zu regnen. Uns Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen. Wir jetzt das immer noch nicht so richtig gelöst haben, wo wir weiterhin gehen wollen. Es hat aufgehört zu regnen, wir fahren los. In der ersten oder zweiten Kurve hat es uns hingelegt. Wir waren gar nicht so schnell, schon zu schnell, ehrlich gesagt. Und in der einen Kurve war es noch trocken und auf einmal sehe ich, Scheiße, da wird es richtig nass und wahrscheinlich rutschig. Hab wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht mehr, die Vorderbremse gedrückt und dann ist es passiert. Sind nach links weggekippt. Im nächsten Moment lag der Roller auf mir. Ich habe nur zur Lena gesagt, mach den Roller weg, mach den Roller weg. Und dann bin ich aufgestanden, sind gleich andere Touris gekommen im Bus, haben uns ganz lieb geholfen. Lena ist der Kreislauf abgesackt und dann haben wir erstmal realisiert, Scheiße. ja, wir hatten gerade einen Unfall. Aber ich denke echt Glück im Unglück, oder? Ein paar Schürfwunden haben wir. Lenas Knie war ziemlich arg offen, Hand auch ziemlich arg offen. Also wenn wir wirklich richtig zu schnell gewesen wären, wären wir da in einem Busch gelandet. Gott sei Dank war da keine Leitplanke oder wir sind auch links weg, also nicht irgendwie in Gegenverkehr, weil das hätte richtig schlimm enden können, so ein Unfall. So halt erstmal der Schock. Ja. Das hat ja wie lange gedauert, bis mein Kreislauf mal so lang. Ja, wir waren da so 15, 20 Minuten, schätze ich, am Unfallort. Und auch erstmal meine Apple Watch geklingelt wie Sau. Unfallerkennung funktioniert. Witzigerweise habe ich das erstmal ausgeschaltet, obwohl ich es hätte laufen können. Wir sind mit einem Krankenwagen wohin gefahren worden, wo sie uns verarztet haben, Verbände bekommen, unsere Wunden halbwegs gereinigt. Meine Schulter tut ein bisschen weh, mein linker Knöchel wahrscheinlich verstaucht. Nichts. Der lag aber noch verlaut. Ja. Wir werden es überleben. Hoffentlich. Ja. Das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, wäre eine Blutvergiftung. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es irgendwie weitergeht. Heimkomme, es sind jetzt noch über 50 Kilometer. Keine Ahnung. Sowas gleich am Anfang.
Ursprünglich war ja der Plan, direkt nach den Erawan-Wasserfällen mit einem Nachtbus weiter nach Chiang Mai zu fahren. Allerdings war der Nachtbus irgendwie für die nächsten 2-3 Tage ausgebucht und es war nur noch die Fahrt am Tag möglich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir sind da eigentlich hin mit der Vorstellung, wir sparen uns eine Unterkunft und können die Nacht nutzen, um weiterzufahren und merken plötzlich, okay, wir vergeuden in Anführungsstrichen einen ganzen Tag jetzt in einem Bus. Im Nachhinein muss man aber sagen, ey, das war ganz gut. Wir konnten in Kanchanaburi nochmal eine Nacht ruhig schlafen und uns dann auf der Fahrt mit dem Bus ausruhen. Und wenn man auf einer 700 Kilometer langen Fahrt nicht nur schläft, dann sieht man ja auch ein bisschen was von der Landschaft. Und für das leibliche Wohl war stets gesorgt. Chiang Mai ist der Ausgangspunkt für alle Reisenden, die den Norden Thailands entdecken wollen. Und seht ihr das Quadrat da links oben? Das ist der Altstadtkern. Hier ist unsere Unterkunft. Und mal wieder 12 Stunden Busfahrt geschafft. Der Check-in in unserem kleinen Hotel ist noch nicht fertig. Da schaut uns die Hotelbesitzerin ganz mitleidig an und sagt, sie fährt uns sofort in ein Krankenhaus. Gesagt, getan. Im Krankenhaus werden erstmal unsere Daten aufgenommen und nach so einer halben Stunde Warten werden unsere Verbände abgenommen. Es war überhaupt nicht schmerzhaft und neue, frische Verbände schön aufgetragen. Und da der Verbandswechsel im Krankenhaus uns auf Dauer zu zeitaufwendig und zu teuer ist, kaufen wir uns in der nächstgelegenen Apotheke noch eigenes Verbandsmaterial. Direkt gegenüber von Apotheke und Krankenhaus gibt es die typischen freiliegenden Thailand-Restaurants. Bei einem leckeren Essen schmieden wir die Pläne für den nächsten Tag in Chiang Mai. Es geht mal wieder auf Sehenswürdigkeitenjagd. Was war da? Toll. Absurderweise kommt uns Chiang Mai im Vergleich zu Bangkok viel geschäftiger vor. Es ist brutal viel los auf den Straßen und trotz dass im Innenstadtkern gar nicht so viel Verkehr herrscht, ist es viel zu laut überall. Natürlich besuchen wir auch den wichtigsten und bekanntesten Tempel in Chiang Mai, den Doi Suthep. Und ja, er ist schon richtig beeindruckend und alles super interessant, was wir dort sehen. Und es liegt wahrscheinlich wirklich nur an uns selbst, dass wir das alles nicht so aufnehmen können, wie wir eigentlich sollten. Nach einem kurzen Sammeln in einem echt schicken Kaffeehaus beschließen wir, wie es weitergehen soll und nehmen uns gar nichts mehr groß vor für den heutigen Tag. Stattdessen gehen wir in 2 etwas unbekanntere Tempel und lassen die beruhigende Atmosphäre auf uns wirken. Am nächsten Tag stehen wir mal wieder ganz früh auf, gehen um die Ecke frühstücken und laufen zum Busbahnhof. Es geht nach Pai. Schon nach kurzer Zeit merken wir, dass wir uns hier richtig wohlfühlen werden. Pai ist ein kleines Dorf, relativ geschäftig, aber die Leute sind irgendwie komplett gechillt. Niemand ist jetzt auf irgendwelche großartige Sehenswürdigkeiten aus. Am Abend wird lange gefeiert, am nächsten Tag lange ausgeschlafen. Was wir ein bisschen zu sehr an unserer ersten Unterkunft in der ersten Nacht hier erfahren werden. Direkt nachdem wir das Zimmer bezogen haben, mache ich mich auf zur Rollervermietung. Unser Fortbewegungsmittel für die nächsten 3 Tage besorgen. Kurze Stärkung bei einem leckeren Burger und los geht es in die herrliche Landschaft. Wir haben uns mal wieder in einem Blog schlau gemacht über die Umgebung. Die Autoren, welche schon über ein Jahr in Pai leben, schreiben, dass sie noch nie im Pai Canyon waren. Unsere erste Station. Und wir finden absolut zu Unrecht. Uns gefällt es hier. Aber zum Glück sind wir so 1-2 Stunden vor dem Sonnenuntergang da und können den Canyon noch für uns genießen. Pünktlich zum Sonnenuntergang sprudeln auf einmal die Menschen in den Canyon rein.
Später sehen wir, dass einige Touranbieter genau das anbieten. Sunset at the Canyon. Und habe ich schon erwähnt, dass wir die ganze Zeit das Gefühl hatten, irgendwie nah am Ballermann zu sein? Nach einem gemütlichen und vor allem ausgiebigen Frühstück schwingen wir uns am folgenden Tag wieder auf unseren Roller. Erste Station heute, der große weiße Buddha, der die Gegend überragt. Nach dem schweißtreibenden Auf- und Abstieg zum Buddha wollen wir uns eigentlich abkühlen bei einem Wasserfall und merken aber erst bei der Ankunft, dass wir bis zum Wasserfall eigentlich mindestens 1,5 Stunden einen Weg wandern müssten und kehren um und gehen einfach Mittagessen. Danach sind wir einfach weiterhin drauf losgefahren, haben die ein oder andere Sehenswürdigkeit entdeckt und einfach die Landschaft genossen. Und noch einer ziemlich beeindruckenden, kleinen, heißen Quelle einen Besuch abgestattet. Am Abend nach unserer Ankunft in unserer zweiten Unterkunft in Pai wird uns so richtig bewusst, wie schön diese Gegend hier ist. Aus nicht weiter erwähnungswürdigen Gründen habe ich heute ein bisschen Zeit, euch unsere heutige Unterkunft zu zeigen. Das habt ihr ja gestern schon gesehen. Wir sind mitten umgeben von Reisfeldern und deswegen hatten wir heute Nacht auch einige Besucher im Zimmer. Aber einfach wunderschön hier. Die Rezeption. Kleiner Wachhund. Hallo. Ja, und hier sind wir auch schon in der Bungalow-Anlage. Aquarium. Wir versuchen preislich bei unseren Unterkünften immer so zwischen 10 und maximal 40 Euro auszugeben. Die bisherigen Unterkünfte waren immer bei genau 20 Euro die Nacht und diese Unterkunft kostet jetzt 30 Euro die Nacht. Kleinem Fitnessstudio. Ganz wichtig im Urlaub, Krafttraining. Von 3 Nächten hier in Pai konnten wir leider nur 2 Nächte hier verbringen, weil die erste Nacht schon vergeben war. Wir hatten da auch ehrlich gesagt ein bisschen Probleme, überhaupt Unterkünfte zu finden. Irgendwie war relativ viel los hier am Wochenende. Hier gäbe es, glaube ich, noch Frühstück. Haben wir ehrlich gesagt heute Morgen verpasst. Müsste man allerdings auch extra bezahlen. Und schaut mal, Thai. Ganz kurz noch ein paar Aufnahmen vom Zimmer. Da wir jetzt schon eine Nacht hier waren, sieht es entsprechend aus.
Hallo. Lena macht sich jetzt fertig und dann geht es wieder ab auf den Roller. Ab in die Berge, einfach ein bisschen treiben lassen, die Natur genießen und die ein oder andere Sehenswürdigkeit hier anschauen. Und natürlich, wie überall in Thailand, lecker essen. Ganz ehrlich, Lena ging es zu dieser Zeit überhaupt gar nicht so gut. Und deswegen sind wir auch relativ spät erst auf den Roller. Und trotz dessen hatten wir noch einen richtig schönen Tag. Unter anderem auch mit diesem kleinen Highlight. Wir sind heute zu einer der letzten Sehenswürdigkeiten gefahren, die wir noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar. Bamboo Bridge. Und hier kann man einfach mal den Leuten beim Ernten zuschauen. Wir haben jetzt das Glück oder das Pech, dass gerade Erntezeit ist. Immerhin sehen wir noch ein bisschen was. Heute steht für uns eine 140 Kilometer Rollertour an, zurück nach Chiang Mai. Hierher nach Pai haben wir einen Bus benutzt. Zurück wollen wir aber diese 760 Kurventour über 8 Stunden selber fahren. Und deswegen bringe ich jetzt beide große Backpacks zu dem gleichen Unternehmen, wo wir auch den Roller gemietet haben. Und die fahren für uns für jeweils 2,50 € die Backpacks nach Chiang Mai. Und die können wir dann gleichzeitig, wenn wir den Roller wieder abgeben, abholen. Und unser Hotel haben wir auch direkt dort beim Rollerverleih gebucht, so dass es morgen bzw. heute Abend alles schön weitergehen kann. Take me to another country, let
haben es geschafft. 140 Kilometer, 760 Kurven. Also der Shop hier in Chiang Mai, Aya Service, der liegt auch ganz seltsam im Hinterhof. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ausgeraubt. In Kolumbien hätte ich mir jetzt hier ein Taxi besorgt. Aber in Thailand da passiert nichts. Hoffen wir's. Und ich sag's euch, die Strecke. Oh. 760 Kurven waren echt krass. Aber die letzte Stunde hier durch die Stadt, das war richtig heftig. Chaos pur durch die Rush Hour von Chiang Mai. Call me Handsome. handsome. Yes, good look. Yeah. And we have another one of the tour guide. Please welcome Mr. Sexy Lulu. Yeah. Da wir heute Abend relativ spät von Chiang Mai nach Krabi fliegen, haben wir uns gedacht, wir machen noch einen kleinen Halbtagesausflug. Eine Elephant Sanctuary Station. So beeindruckende Tiere. Und hungrige Tiere. Wiegt einer einfach mal so bis zu 3 Tonnen. Und am Tag essen die 300 Kilogramm. 50 bis 100 Liter. iPhones essen sie nicht. Und wenn, dann scheiße ich nur nach 1,5 Stunden wieder aus. Ja. Was uns anfangs wie einer dieser Lebensmomente vorkam, wurde uns spätestens beim Waschen der Elefanten im Fluss klar, dass es für die Tiere vielleicht doch nicht so cool ist. Und ehrlich gesagt, wir hadern bis heute, ob wir an dieser Tour wirklich hätten teilnehmen sollen oder sämtliche Aktivitäten mit Tieren boykottiert werden sollten. In Thailand wird es schon als super angepriesen, wenn man nicht auf den Elefanten reitet. Als wir im Nachhinein genau diese Bilder gesehen haben, ich weiß nicht, ist das wirklich artgerecht? Spätestens dieses Erlebnis gibt uns den Anstoß, alles, was wir dieses Mal erleben, ein bisschen mehr zu hinterfragen. Ja, natürlich. Auch wir, gerade wir, sind Teil eines riesengroßen Problems. Teil vieler Probleme auf dieser Welt.
Und so steigen wir am Abend mit einem noch größeren schlechten Gewissen in den Flieger nach Krabi. Jetzt sind wir in Krabi angekommen. Wetter passt. Herrlich. Nur die Location, die müssen wir noch wechseln. Und da sind wir. Kann Thiang Bay. Und auf Koh Lanta ist das Wetter tatsächlich besser als in Krabi. Witzigerweise hat der Rezeptionist auch gleich gesagt, ja eigentlich wäre das Wetter aktuell ultra gut. Nur im Moment, es wechselt und mal gut, mal schlecht. Ja, aber so zum Ankommen, ihr seht es ja, Sonne nicht direkt da, aber die wird noch kommen die nächsten Tage. Koh Lanta ist eigentlich eine riesige Insel, aber da sie relativ nah am Festland liegt, erreichen wir sie gemütlich mit einem Bus über eine Fähre. Die Insel an sich bietet kaum Spektakuläres, sie ist einfach nur wunderschön. Doch gerade weil sie ziemlich groß ist, also sehr langgezogen, kann man vielleicht für den persönlichen Geschmack einiges falsch machen. Und zwar, je weiter nördlich man seine Unterkunft bucht, desto mehr ist los. Glücklicherweise waren meine Eltern schon hier und haben uns den Tipp gegeben, geht mal lieber weiter in den Süden und dann habt ihr eure Ruhe. Gesagt, getan, Kann Thiang Bay, einer der letzten Strände im Süden. Hier kommen wir an, fühlen uns sofort wohl und kommen das erste Mal in unserem Thailand-Urlaub so richtig runter. Wir mieten uns diesmal nicht sofort einen Roller und bleiben einfach am Strand. Genießen unsere Zeit, genießen den Sonnenuntergang und den Abend an der Bar. Today's gonna be day that great turning back to you. By now, you sure somehow realize what you can do. I believe in anybody, but that's the way I do about you now. Backbeat, the money on the seat, they're flying high down. I tried to hear you up before, but you never really heard down. I believe in anybody, but that's the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lines that sleep, but they are blinding. There are many things I'd like to say to you, but I don't know how. Because baby, you're gonna be the one that save me. And until you're my wonderful. Today's gonna be a day that great turning back to you. By now you just somehow realize what you're not to do. I don't believe in anybody, but that's the way I do about you now. And all the roads that lead you down winding, and all the lights that slide away are blinding. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. I say, baby, you're gonna be the one that save me. And after all, you're my wonder.
Aber wer uns kennt, der weiß, auch am schönsten Ort der Welt hält es uns nicht lange. Und so fahren wir abermals mit dem Roller zu einem Wasserfall. Die kleine Wanderung entpuppt sich als das wahre Highlight dieser Tour. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der eigentliche Weg gar nicht so gut begehbar ist. Und wir nehmen den Fluss bis hin zum Wasserfall. Herrlich erfrischend. Mit einem kleinen Hüngerchen fahren wir in das Hauptdorf der Insel, um in einer Apotheke weitere Verbände zu kaufen. Und bei guter Gesellschaft essen wir eines der leckersten Desserts des ganzen Urlaubs. So vergeht der Tag mal wieder viel zu schnell. An einem der vielen Strände weiter nördlich von unserer Unterkunft machen wir noch einen kleinen Spaziergang und suchen uns eine leckere Pizzeria. Und kurz denken wir, oh, jetzt geht gleich die Welt unter. Und habe ich schon gesagt, dass es auf Koh Lanta vielleicht die schönsten Sonnenuntergänge der Welt gibt? Der Koh Lanta Nationalpark liegt ganz im Süden Koh Lantas. Und wir haben ihn bei unserer Ankunft früh am Morgen ganz für uns. Lange wundern wir uns aber nicht darüber. Kaum sind wir dort, fängt es an, in Strömen zu regnen. Kein Problem, Kaffee für mich, Schoki für Leni. Genauso schnell wie es begonnen hatte zu regnen, genauso schnell zieht die Sonne auf. Und oh mein Gott, der Nationalpark zeigt sich von seiner schönsten Seite. Doch auch am schönsten Traumstrand gibt es nur allzu menschliche Probleme. Da hockt der Affe auf der Wand. Die wartet doch noch drauf, dass er da hockt. Gucke dich auch richtig aggressiv an. Das ist richtig. Guck mal, da hocken voll viele Affen. Gehen die jetzt vom Kalde? Ah ja. Wir haben es ja vorher schon in Bewertungen gelesen, dass es hier eine kleine Affenplage geben soll. Aber ey, da rennen so circa 20 Affen rum im Rudel und wissen ganz genau, was ihr im Rucksack habt. Könntest du auf einer Toilette sitzen, während dich ein Affe dabei anguckt? Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down. Und nach dem herrlichen Strand im Nationalpark geht es für uns weiter zum nächsten Strand. Don't let me down. Aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. Now the sun is rising, and when you
Koh Lanta an sich ist ja schon eine Reise wert, aber sie ist auch der perfekte Ausgangspunkt für ein klassisches Inselhopping. Und so gibt es auch zahlreiche Unternehmen, die euch auf eine der vielen unglaublich schönen Inseln im naheliegenden Archipel bringen möchte. Und da die Nachfrage scheinbar ziemlich groß ist, gibt es auch viele Möglichkeiten. Internet, direkt im Hotel oder bei den zahlreichen Touranbietern direkt in der Straße. Unsere erste Station ist das kleine Inselchen Ko Hai. Und was macht man auf so einem Inselparadies? Genau, nichts. Keine Ahnung, ob es an Seven vs. Wild und Knossi liegt, aber hier haben wir das erste Mal an einem Strand so richtig wahrgenommen, wie viel Tiere hier rumkrabbeln. Unsere gebuchte Unterkunft war die mit Abstand teuerste auf unserer Reise. Aber neben einer kleinen Fledermaus im Zimmer hatte sie keinen größeren Mehrwert für uns. Und deswegen haben wir uns eine der günstigsten Unterkünfte auf der Insel ausgesucht. Und hey, die Leute dort waren viel sympathischer, das Essen lecker und wir haben uns so wohl gefühlt. Eine Nacht mehr hier im Paradies. Selbstverständlich zieht solch ein Paradies auch viele Menschen an. Irgendwann mittags wird es plötzlich laut und der Inselfrieden wird für eine Stunde unterbrochen. Aber beschweren dürfen wir uns nicht. Wir sind schließlich auch Touristen. Nur übernachten wir halt auf der Insel. Genau genommen geht es uns ja sogar besser. Um dem Trubel ein bisschen zu entkommen, unternehmen wir eine kleine Wanderung auf die andere Seite der Insel. 40 Minuten Abenteuer im Dschungel zu einem Traumstrand. Nur um dann zu merken, dass sich über uns dunkle Wolken aufbauen. Nach den ersten Tropfen entscheiden wir, unsere einsame Zeit am Strand zu beenden. Im Dschungel sind wir vor dem Gewitter ja ganz gut geschützt. Zurück auf der anderen Seite erwartet uns plötzlich wieder blauer Himmel, leerer Strand, als wäre nichts gewesen. Am nächsten Tag steigen dann auch wir in ein Boot, um die Insel wieder zu verlassen. Diesmal haben wir nicht im Internet gebucht, sondern direkt bei unserer Unterkunft. Diese Überfahrt gestaltet sich ein kleines bisschen chaotischer. Zunächst werden wir mit einem kleinen Boot aufs offene Meer gefahren, um dann mitten auf hoher See auf ein Speedboot umzusetzen. Zehn Minuten Fahrt bis zum nächsten Paradies, Koh Muk. Im Internet teils als die vermüllteste Insel der Welt verschrien, fühlen wir uns sofort unglaublich wohl hier. Alle heißen uns fast schon zu freundlich willkommen.
Es gibt auf der ganzen Insel nur ein Dorf, dafür aber verhältnismäßig viele Hotels, die aber allesamt überhaupt nicht ausgebucht sind. Wir haben die Insel fast für uns. Das Wetter hier auf Komoot heute spielt komplett verrückt. Hinter mir Sonne, wunderbares Wetter. Hier treffen gerade zwei Gewitter aufeinander und schieben sich eigentlich in die andere Richtung, aber man hört es immer mehr donnern und gefühlt kommt es auch immer näher. Zumindest für diesen Tag soll das Wetter aber noch halten und wir baden gemütlich am Strand des teuersten Resorts der Insel. Der Hunger treibt uns dann weiter. Wir laufen entlang dem Strand dem Sonnenuntergang entgegen und bemerken so richtig, was vermüllt hier heißen kann. Glasscherben im Sand. Keine Chance ohne Schuhe. Aber wie ihr sehen könnt, kann dieser kleine, große Makel nur bedingt der Schönheit dieses Ortes schaden. Das im Hintergrund ist übrigens Koh Kradan. Hier geht's unter anderem für uns morgen hin. Kennt ihr das, dass ihr schon die unglaublichsten Aktivitäten an den unglaublichsten Orten erlebt habt und jetzt kommt ihr an einen anderen tollen Ort, wo ihr etwas Ähnliches macht und das aber nicht so richtig an das schon Erlebte heranreicht? Heute ist einer der Tage, wo wir etwas für uns komplett Neues unternehmen. Wir schwimmen durch eine Höhle an einen versteckten Strand. Lenas erstes Mal im Wasser in Thailand. Mähnchen. Oh. Und natürlich, wir haben die Tour mit einem Reiseanbieter gebucht. Und das mit anderen zusammen. Aber wir sind nur zu sechst. Am Eingang der Höhle sind keine anderen Boote. Und ey, wir schwimmen in eine Höhle. Keine große Kamera im Gepäck. Ohne das Licht unseres Guides die komplette Dunkelheit. Was für ein großes, kleines Abenteuer. Und was für ein magischer Ort, der uns am Ende der Höhle erwartet. Nach einer kleinen Partie Schnorcheln geht es dann zum herrlichen Koh Kradan Mittagessen. Und anschließend zurück nach Koh Mook, wo wir es uns wieder an unserem Lieblingsstrand gemütlich machen. Zurück in unserer Unterkunft, die übrigens nah an allem und doch weit weg liegt, macht sich jedoch eine andere Seite des Paradieses zu bemerken. Am Strand gab es heute Sandfliegen.
Lena ist komplett zerstochen. Aus Erfahrung haben wir jedoch das beste Gegenmittel im Gepäck. Ein Erhitzerlöffel täte es natürlich auch. Nach einem weiteren Strandtag, wo wir mal sämtliches Filmen und so weiter sein gelassen haben, geht es mal wieder leider weiter. Dieses Mal haben wir wieder vor Ort gebucht. Ohne dass wir auch nur ein bisschen verhandeln wollten, gibt uns der liebe Mann ein bisschen Rabatt und holt uns am nächsten Morgen höchstpersönlich ab. Die heutige Bootsfahrt ist länger und sogar mit einem Umstieg auf Koh Lanta verbunden. Es geht auf die wahrscheinlich berühmteste Insel Thailands, wenn nicht sogar der Welt, Koh Phi Phi. Lange haben wir hin und her überlegt, ob wir wirklich hier anlegen wollen. Aber die Nähe von Koh Lanta und unsere Neugierde waren stärker als alle Zweifel. Und ehrlich gesagt wären unsere Erwartungen noch untertroffen. Zumindest was das anbelangt, was die Menschen aus diesem unfassbar schönen Ort gemacht haben. Obwohl es keinen Straßenverkehr gibt, ist es so laut, dreckig und an jeder Ecke will man mit den Ausländern Geld verdienen. Immerhin haben wir ein sehr zentrales Zimmer gefunden, das sauber ist und welches trotzdem nachts einigermaßen ruhig ist. Der Hauptstrand von Koh Phi Phi erinnert uns stark an El Nido auf Palawan in den Philippinen. Leider in allen Bereichen. Trotzdem können wir unsere Zeit hier genießen. Wir mischen uns unter die verkaterten anderen Backpacker und beobachten das bunte Treiben und lauschen bei der ein oder anderen Partygeschichte aus der Vornacht mit. Zum Sonnenuntergang wagen wir uns spontan auf den weltbekannten Aussichtspunkt der Insel. Und für uns einer der Momente, wo wir zwiegespaltener nicht sein können. Es ist einer der schönsten, beeindruckendsten Sonnenuntergänge unseres Lebens. Aber er verliert durch die schiere Masse an Menschen doch wieder seine Besonderheit. Wir versuchen den Moment so gut es geht zu genießen, um uns dann der Masse anzuschließen. Fotos knipsen für Instagram. Aus dem richtigen Winkel auch absolut möglich hier. Aber Leute, glaubt den Fotos auf Instagram nicht. Gerade rechtzeitig erreichen wir dann den vermeintlich besten Italiener der Insel. Der liebe Gott hat mal wieder vor, seine Welt untergehen zu lassen. Und jetzt kein Spaß. Genau da, wo wir eben noch gestanden sind, um Fotos zu machen, ist ein Blitz eingeschlagen. Ein so lauter und heller Donner, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Unter anderem ein weiterer Anlass, um sich an die Katastrophe vor beinahe 2 Jahrzehnten hier zu erinnern. Habe ich eigentlich schon erzählt, warum wir wirklich hier sind? Na klar, zum Tauchen. Thailand bietet natürlich tausende Gelegenheiten für unvergessliche Tauchspots. Da wir nicht die Taucher sind, wägen wir zwischen einigen Möglichkeiten ab und entscheiden uns für Koh Phi Phi. Der große Vorteil der Paddy-Tauchschulen ist, dass man sich um rein gar nichts kümmern muss. Man bekommt alles an den Allerwertesten getragen. Ah ja, über Wasser hätte man heute eh nicht so viel unternehmen können. Perfekt, um endlich wieder in diese andere, ruhige, friedliche Welt voll einzutauchen.
Der doch etwas unerwartete Höhepunkt unserer Thailandreise erwartet uns am nächsten Tag auf einer Frühaufstehertour. Maya Bay. Die Bucht, bekannt aus dem Film The Beach mit Leonardo DiCaprio, wurde aufgrund Übertourismus bereits mehrere Male über mehrere Monate hinweg geschlossen, damit sich die Natur vom Menschen erholen kann. Und was soll ich sagen? Die Maßnahmen hatten Erfolg. Das Wasser kristallklar und am Strand direkt über unsere Füße hinweg schwimmen einfach mal kleine Babyhaie. Eine Stunde, die wir nie vergessen werden. Auf unserem Rückweg fühlt sich dann der Strand doch allmählich. Weg ist die Magie, der Run auf das beste Foto hat begonnen. Nach der Maya Bay steuern wir noch einige tolle Buchten an, schnorcheln sogar mit den Babyhaien. Doch in der Monkey Bay nimmt für uns das tolle Erlebnis ein jähes Ende. Die anderen Touristen drängen sich vor einer Wand in der Bucht, um die Affen von Schulter zu Schulter hüpfen zu lassen. Unserer Meinung nach wird hier die Grenze der Tiermisshandlung ganz eindeutig überschritten. Die Affen werden zunächst mit Kuchen auf eine Schulter gelockt. Anschließend entfernt man sich von der rettenden Wand, denn die Affen mögen das Salzwasser nicht. So kann aber sichergestellt werden, dass jeder sein einzigartiges Selfie mit dem armen Affen bekommt. Direkt nach unserer Frühaufstehertour war für uns auch schon wieder Schluss mit dem Inselhüpfen. Junge, war das eine wackelige Stunde. Aber in der Zeit konnte Lena ihre Akkus ein bisschen aufladen und ich mich um unsere nächste Unterkunft als auch die Fahrt dorthin kümmern. Bequemlichkeit und die mangelnde Zeit verleiten uns dazu, uns das erste Mal auf dieser Reise einfach mal eine Taxifahrt und das dann über mehr als 2 Stunden zu gönnen. Weiter geht's mit dieser lieben Dame nach Khao Sok Town, um zu shoppen und in den besten Crepes in ganz Thailand zu schlemmen. Spaß, natürlich um wieder in der Natur etwas zu erleben. Das Dorf vor dem Nationalpark macht das auch nur zu deutlich. Jedes Hotel, jeder Supermarkt, jede Wäscherei bietet Touren und Aktivitäten an. Sympathisch. Sei es drum. Als erstes geht's gemütlich auf den Fluss. Uns ein bisschen von einem echt netten Guide treiben lassen. Bei beeindruckender Kulisse gibt es on top noch ein paar Dschungeltiere. Authentische Teepause im Urwald. Er kocht das Wasser einfach mal in Bambusstangen. Löffel und Becher inklusive. Ja, und nach der Tour natürlich Regen. Der Khao Sok Nationalpark gilt als einer der schönsten Naturhighlights ganz Thailands. Bis vor wenigen Jahren sogar noch weitgehend unentdeckt vom Massentourismus. Also der perfekte Ort für uns, wenn auch 10 Jahre zu spät. Schon die Hinfahrt ist spektakulär, auch wenn wir uns auf dem viel zu kleinen Boot die Sicht gegenseitig wegnehmen. Aber mit ein bisschen Fantasie und Ohrstöpsel ein unvergessliches Erlebnis. Das Wahrzeichen des Nationalparks sind die Hin Sam Klur Felsen, hier im Hintergrund. Unschwer zu erkennen an den vielen Booten vorne dran und den ganzen geschäftigen Paaren, die um das schönste Foto für den Status buhlen. Wir haben heute leider kein Foto für dich. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ah ja, das Erlebnis. Wir haben eine 2-Tagestour gebucht mit einer Übernachtung mitten auf dem Chao Lan See.
schlafen auf dem Wasser mit Seeblick, ein Traum. Leider lassen wir uns beim Essen ein bisschen zu viel Zeit und bekommen kein Paddelboot mehr. Es bleibt ein Sprung ins Wasser und einige Zeit später die Erkenntnis, dass es vielleicht auch besser war, erstmal hier zu bleiben. Ein weiteres Mal geht die Welt ein bisschen unter. Und keine Sorge, später schaffen wir es auch noch für ein paar Minuten auf ein Paddelboot. Gerade rechtzeitig vor dem Abendessen und Sonnenuntergangsbootsfahrt. Am nächsten Morgen stehen wir verdammt früh auf. Noch vor dem Frühstück geht es auf Bootssafari. Ein paar Tiere sehen wir auch, unter anderem Nashornvögel. Highlight ist aber der magische Sonnenaufgang. Nach dem Frühstück gehen wir dann nochmal los, auf eine Wanderung. Ich würde euch jetzt gerne vom Abenteuer alleine im Dschungel erzählen. Es war auch wirklich gut. Aber wir laufen halt in einer Gruppe von 30 Personen und der Guide ist offensichtlich ein Morgenmensch. Immerhin wollen einige schneller als wir am Ziel ankommen und so laufen wir bald am Ende der Gruppe, ganz alleine. Genauso haben wir das gerne. Wir genießen die Klänge des Dschungels und verlaufen uns. Dank Maps.me finden wir aber doch noch das Ziel, eine Höhle. Lena ist das nicht so geheuer und wartet mit anderen am Höhleneingang. Ich mache mich ganz alleine auf den Weg bis zur Gruppe. Unvergesslich im hüfthohen Wasser durch eine komplett dunkle Höhle zu gehen, bis ich unsere Gruppe erreiche. Am Ende können wir nichts Schlechtes über den Nationalpark sagen. Im Gegenteil, wir fanden es richtig schön hier. Man muss sich einfach auf die Verpackung einlassen. Denn der Inhalt, also die Landschaft, ist wie fast überall in Thailand unfassbar schön. Wir überlegen kurz, ob wir spontan eine Nacht dranhängen, entscheiden uns aber gegen die Verpackung. Immerhin haben wir so noch ein bisschen Zeit in Khao San Town zu entspannen, ein bisschen mit dem Roller rumzufahren und am nächsten Tag in Ruhe den langen Weg nach Bangkok anzutreten. Unsere Reise neigt sich dem Ende entgegen. Aber aus diesem Plan soll es mal wieder nichts werden. Der Wettergott in Thailand hat sich auch heute wieder entschieden, dass es regnen soll. Immerhin ist es warm. Und es war auch tatsächlich vorhergesagt, dass heute den ganzen Tag schlecht sein soll. Gestern hatten wir dafür herrliches Wetter mal wieder zur Abwechslung und konnten den Tag genießen. Hier in der Anlage, wo wir jetzt gerade sind, ist es angebracht, die Türen immer geschlossen zu halten, nichts draußen zu haben, weil hier Affen sind. Ich meine jetzt nicht die Touristen, die hier schlafen. Und schaut mal, nicht umsonst sind die Fenster hier, denke ich mal, verspiegelt. Wird die Affen einigermaßen abschrecken. Ja, ich denke, wenn das Wetter jetzt nicht so scheiße wäre, dann würden wir hier bestimmt welches sehen. Sieht auch ganz cool aus hier mit der Spiegelung.
Ja, schon schön hier. Schon schön. Im Schwarzwald Thailands. Wer jetzt Google Maps öffnet, wird sehen, dass es Pi mal Daumen 600 Kilometer Luftlinie nach Bangkok sind. In knapp einer Stunde mit dem Flugzeug. Zu einfach für uns. Wir wollen jetzt endlich unseren Nachtzug. Und Wie die Deutsche Bahn. nach einer etwas wilderen Fahrt hierher sitzen wir jetzt hier in der Empfangsstation des Bahnhofs in Surat Thani. Erstmal Deutsche Bahn-like Verspätung. Nicht 5 Minuten, nicht 10 Minuten. Schön 65 Minuten. Erster Nachtzug unserer Reise. Wir sind gespannt, wie viel Stunden Schlaf wir finden werden. Wir Idioten. Jetzt haben wir 4 Stunden hier gewartet. Vorhin unsere Koffer abgegeben. Für 2 Euro. 10 Minuten Abfahrt. Und ich dachte, fuck, wir müssen ja noch unsere Koffer holen. Aber hier ist es schon. Ja, und so sieht es hier aus im Nachtzug nach Bangkok. 13 Stunden sind wir unterwegs. Mal gucken, wie viel wir von den 13 Stunden schlafen werden. Mal gucken, ob es die schlechteste Nacht wird in diesen 4 Wochen. Ich glaube es nicht. Gute Nacht. Und ich muss sagen, eigentlich ganz okay. Schaut mal, ich kann tatsächlich komplett meine Beine ausbreiten. Da rechts der Rucksack mit allem nötigen Kram. Ein ganz gutes Kissen. Ich sage euch, da habe ich wirklich ganz anderes erlebt diesen Urlaub. Ja. Jetzt noch Zähne putzen und dann heißt es bei diesem Kram zu schlafen. Gott sei Dank habe ich Ohrstöpsel dabei. Gute Nacht. Die lange Fahrt mit dem Nachtzug dient uns nicht nur zum Transport. Am Ende unserer Reise erdet sie uns nochmal so richtig. Auf einer Reise in Südostasien ein absolutes Muss. Denn umso mehr können wir unser Hotel in Bangkok genießen. Wir haben uns zum Abschluss ein ganz besonderes ausgesucht. Vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, ist es Mitte der 90er erbaut worden, aber mit ganz viel Charme von Kevin allein in New York. Eine Frage sind wir ja noch schuldig. Haben wir gut geschlafen? Also meine Uhr hat keinen Schlaf getrackt. Ich schätze so 2 Stunden vielleicht geschlafen. Ja, aber die 2 Tage hier in Bangkok, die ziehen wir jetzt noch durch. Hier ist was los. Könnt ihr nicht glauben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Bevor es ins Getümmel der Stadt geht, essen wir noch eine Kleinigkeit.
Unser Hotel liegt im indischen Viertel. Hier gibt es alles und noch viel mehr. Nur keine Sekunde Ruhe. An jeder Ecke scheint es etwas Interessantes zu geben. Hier eine Frucht, da ein bisschen Gras, dort maßgeschneiderte Anzüge, Konsum, soweit das Auge reicht. Ah ja, und der ganze Verkehr. Ich könnte da stundenlang zugucken bei dem Verkehr. Diese Verrückten. Diesmal machen wir hier in Bangkok das genaue Gegenteil von vor 4 Wochen, wo wir eigentlich nur Sehenswürdigkeiten, Tempel angeguckt haben. Sind jetzt einfach drauf losgelaufen. Gehen auf jeden Fall mal in Richtung Taylor, also da, wo ich meine Anzüge habe schneidern lassen. Werde ich jetzt gleich noch anprobieren. Und da wir jetzt nicht 4 Kilometer laufen wollen, nehmen wir so ein kleines Boot hier auf dem Klong. Können ein bisschen abkürzen. Da kommt es auch schon. Heute keine Sehenswürdigkeiten. Dafür eine Tuk-Tuk-Fahrt nach Chinatown. Boah, ist hier was los. Und es gibt noch mehr zu essen. Deftiges, Süßes, Saures, Bitteres und Trauriges. Und ein Dreh einer thailändischen Telenovela. Und wir treffen einen ehemaligen Muay Thai-Kämpfer. Nüchtern. Also, wir sind es. Wir sind jetzt nicht auf irgendeiner Aussichtsplattform hier in Bangkok. Wir sind auf dem dritthöchsten Gebäude in der Stadt. Und es ist einfach mal unser Hotel. Klar, unser Zimmer ist zwar 40 Stockwerke weiter unten, aber im Prinzip sind wir schon zu Hause. Wir können hier auf die Plattform so oft wir wollen. Was für ein Abschluss dieser manchmal ein bisschen chaotischen Reise. Die letzten Stunden in Thailand verbringen wir standesgemäß an unserem Pool. Gehen nochmal auf unsere Aussichtsplattform bei Tageslicht, checken schon mal unseren Flug ein, bis uns der Hunger wieder in die Stadt treibt. Und was wir jetzt bisher in den Stories wirklich komplett ausgelassen haben, war das Essen. Hey Leute, das Essen in Thailand schmeckt richtig, richtig gut. 1, 2 Stinker hatten wir mal drin, aber ansonsten absolute Weltklasse. Lena, was sagst du? Letztes Mal dieses Getümmel. Zum Thema Nachhaltigkeit, was wir gerade eben gesehen haben, kein Witz. Da hat gerade eine Frau eine Cola bestellt. Das Mädchen hat dann die Cola in einen Plastikbecher geleert, in eine Plastikfolie reingemacht, Röhrchen rein, fertig. Und ab zum Flughafen. Natürlich mit den Öffentlichen. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done.
all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ey Leute, ich weiß ja nicht, was andere so empfinden auf dem Flughafen, aber ich glaube, wir zwei gehören gerade zu den größten Glückspilzen hier. Wir kommen vorhin hier an, gleich auf der Tafel gelesen, cancelled, aber irgendwie trotzdem Check-in, keine Ahnung. Erstmal ein Riesenschock natürlich. Flug storniert, scheiße, wir sitzen in Bangkok. Wir arbeiten am Montag wieder. Was passiert jetzt? Wir kommen dann hin zum Check-in, sitzen erstmal natürlich 200 Menschen, das ganze Flugzeug halt. Riesen Trouble, ja, gab fast schon noch eine Schlägerei irgendwie. Natürlich, alle stinksauer, dass der Flug einfach nicht fliegt. Über Riyadh, Saudi-Arabien und dann nach Frankfurt. Das heißt ganz viele Connection-Flights. Dann wurde auf einmal so 20, 30 Leute wurden auf einmal in ein Hotel gefrachtet und keine Ahnung, ob die jetzt noch fliegen. Ja, die sind jetzt im Hotel. Wir keine Informationen bekommen, ansonsten wir bleiben mal stehen. Irgendwie nichts passiert, immer noch viele Leute, nichts passiert am Schalter. Und auf einmal kam eine Frau und fragt, wo wir hinwollen, nach Frankfurt. Und dann hat sie eben einen Zettel gehabt mit 3 verschiedenen Flughäfen. Und dann waren wir, also die hat gesagt, wir müssen in die eine Reihe einstehen. Und dann waren wir, glaube ich, die dritten in der Reihe. Und ja, hat uns den Arsch gerettet, dass wir so früh am Flughafen waren. Weil bei den beiden vorigen, die ersten haben dann einen Direktflug nach Frankfurt bekommen. Selbe Uhrzeit. Die nächsten waren Franzosen, keine Ahnung, was jetzt da passiert. Die waren, glaube ich, noch da gestanden, als wir gegangen sind. Und dann waren wir dran. Wollte sie irgendwas, eine E-Mail sehen und keine Ahnung, irgendwie nicht hingekriegt, was sie da wollte. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ah ja, Moment, ich mach's. Dann kam eine andere Kollegin, die hat ihr irgendwelche Codes gesagt. Und das ging vielleicht so 15 Minuten, schätze ich, sind wir da vorne gestanden. Und auf einmal kam eine andere Dame, hat einen Zettel in der Hand gehabt und sagt, mir soll ihr folgen. Und ich habe sie gefragt, ja, was passiert jetzt? Ja, wir bekommen einen Flug von hier, klar, wo sonst, nach München direkt und dann von München nochmal nach Frankfurt, weil irgendwie die haben das halt im System, wir müssen nach Frankfurt. Und das Geile ist, wir sind jetzt einfach 6 Stunden, kommen wir früher in Frankfurt an, weil der eine Flug, der war scheiße gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben gerade eben noch gedacht, wir kommen heute gar nicht mehr hier weg, kommen, was weiß ich, irgendwann nächste Woche nach Hause und jetzt sind wir einfach 6 Stunden früher zu Hause. Wie gut! Oh Mann! Also, so eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, lohnt sich früh an den Flughafen anzukommen. So, und das war jetzt auch wirklich mal die allerletzte Story, würde ich sagen, von diesem Urlaub. Reicht. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm.
You and I can weather